Und weiter geht's bei Deus Ex. Jetzt gucken wir mal, was... der berühmte Radic. Und der hat nur einen Level 1 verschlüsselten PC. Ha. Schande über dich, Radic. Anomaly detected. Wow, echt jetzt? Trace program initiated. Okay. Das sollte noch hinhauen innerhalb der 12 Sekunden. Ja. Ich habe alles eingenommen. Access granted. Nicht, dass ich jetzt die Kohle noch bräuchte, aber naja. Hier. Radic and the Family. Verschlüsselt. Ihre Lieferung ist in Heathrow eingetroffen, hat den Zoll passiert. Unsere Leute werden mit dem Verladen in einen Truck 135 Minuten nach dem offiziellen Sonnenuntergang London-Zeit beginnen. Die Ware steht Ihnen im Empfangsbereich des Apex Center Abschnitt T1994A rechtzeitig für den Safe Harbor Konferenz zur Verfügung. Bestätigt, letzte Rate überwiesen. So. Miller, Marchenko is targeting the Safe Harbor Convention in London. Jesus, there'll be hundreds of people there. How fast can we move on this? I'll warn London and get Mac working on a mobilization plan for them. You go home. We'll contact you there. Alex, they are hitting London. The Diwali agreed to smuggle weapons and the Orchid into Apex Center. Fuck, man, they want to take out Brown. He's their real target. I've been digging into him. Get to my apartment. Explain it to me there. Oho. Ist jetzt heute Abend im Zug schon vergessen. Abraham Greenin wird sich darum kümmern. Hallo Konstantin. Sorge dafür, dass heute Abend alles glatt geht. Wir brauchen mindestens 5 Mädchen, die für unsere Lieferungen in den Norden qualifiziert genug sind. Du weißt, was sie wollen, also verschwende keine Zeit, wenn das Potenzial nicht da ist. Wer es nicht schafft, wird wie üblich nach Moskau geschickt. Meine Freunde, die Filmproduzenten, suchen immer neue Talente. Wow. Ich hasse den Typen immer mehr und ich werde ihm absolut eine von Latz knallen, wenn ich den sehe. Ah, okay. Hier, High Octane at timestop.mail. Ich habe ihnen gesagt, dass sie deinen Laden in Ruhe lassen sollen, aber vergiss nicht, Václav, dass eine Freundlichkeit keine Freundschaft ist. Du versorgst mich mit dem Produkt und ich sorge dafür, dass du im Leben bleibst. Sie sind der Boss, aber das Produkt ist nicht meine Sache, sondern die von Galois. Und Versöhnung. Hallo Masa. Also, hat er geschickt an die Masa, okay. Hallo Masa, ich mische mich nicht in die Familienangelegenheiten anderer ein. Was Dominik macht, ist seine Sache. Dennoch sei gesagt, dass die frostige Stimmung zwischen uns unseren Interessen nur schaden kann. Darum werde ich ihm aus Respekt vor dir deine Nachricht überbringen. Aber es bleibt deine Entscheidung. Mars hat unterschätzt, Dominik. Dein Sohn hat sich einen Platz an meinem Tisch verdient und ich habe große Pläne mit ihm. Du sollst stolz auf ihn sein, Radic. Ach, das ist die Chefin von dem Red Queen. Nur damit das klar ist, über Dominiks Zukunft entscheidet nicht er und du schon gar nicht. Ich würde es ebenfalls begrüßen, zu unserem vorherigen Status der vollen Kooperation zurückzukehren, aber solange du nicht tust, was ich sage, wird die Kluft zwischen uns nur noch größer werden. Ja, das ist hübsch. Ich hack den jetzt nochmal schnell. Enthüllen. Wow, das Ding ist ja ewig. Gut. Anomaly detected. Trace program initiated. So, den habe ich schon. Da muss ich noch durch. Ja, okay. Habe ich, glaube ich, noch Zeit. Access granted. Passt. Kameras bitte aus und Türen auf. Alle Knöpfe einmal drücken. Okay, ich frage mich jetzt gerade, warum zu... okay, wenn ich jetzt diese... Das Icarus-Update habe ich nicht zufälligerweise, oder? Oder kann es mir auch nicht kaufen? Beine, Beine, Beine. Ja, das würde mich noch in Praxis kosten. Auch nicht so schlimm.
Dejte to pryč. Překvapuje mě, že tě sem pustili. Je známo, že rodina Dvaly nemá auty ráda. Lustig, das war jetzt nicht übersetzt. Ach, die haben sich jetzt wieder beruhigt, die Mädels. Sehr schön. I'm not sure I'm allowed to with anyone outside the family. Die meinte, ich will mit dir ins Bett. Nichts könnte ferner der Wahrheit sein. Also nicht, dass die nicht hübsch wäre, aber... Ich glaube, so haben die sich da ihre Zukunft auch nicht vorgestellt. Das ist immer die Sache, die ich mir denke. Erst die... Ich meine, jeder Mensch ist ein Mensch. Und What's wrong with him? wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir, ihr habt euch euren... mit 15 sicherlich auch vorgestellt, dass ihr nicht irgendwann mal halbnackt irgendwie am Tanzen für irgendwelche Verbrecher seid. Und ihr habt euch sicherlich gedacht, ja, ich werde auch irgendwann mal einen Typen kennenlernen oder... Ja, Mädel. Make the best of it, he says. What a joke. Great. Not bad enough these losers are pawing at me all night. Now an aug. Hey, Schnauze. You looking for a good time, sweetie? Während du heulst, ganz sicher nicht. Das will ich jetzt wissen, was passiert. Ja, Panik. Es gibt hier niemanden mehr, der in Panik verfallen kann. Außer den Mädels. Lass mich raten. Jetzt laufen sie schreien vor mir davon. Momentan nur am Voll sein. Musik ist wenigstens gut. Ich mag das. Ja, also ich denke mir jedes Mal so, die werden sich sicherlich, als die 15, 16 waren in der Schule, keine Ahnung, sonst irgendwo, werden die sich sicherlich nicht gedacht haben, so ja, wenn ich mal hier 22 bin, dann will ich Stripperin sein. Dann will ich mich von irgendwelchen Typen die ganze Nacht für Geld begrapschen lassen. Und die haben sich sicher gedacht, oh ja, ich werde sicherlich, vielleicht mein Klassenkameraden, in den ich dauernd verknallt bin, vielleicht heirate ich den ja irgendwann mal und es wird total super. Und hinter jeder von diesen Mädels, also hinter sehr vielen, nicht hinter jeder, aber hinter vielen steckt oft halt einfach so ein trauriges Schicksal, wo ich mir denke, die tun mir leid. Das wünsche ich einfach irgendwie keiner Frau. Vor allem nicht, dass sie ihren Körper verkaufen muss. Das ist so, ich meine, jeder von uns verkauft sich auf eine gewisse Art und Weise. Im Sinne von ich meine, ich sitze 40 Stunden in der Woche in einem Büro und obwohl ich eigentlich lieber, keine Ahnung, das hier machen würde. und löse da Computerprobleme von anderen Leuten, die mir an für sich scheißegal sind. Das ist auch eine Form von man verkauft sich selbst. Man verkauft, in dem Fall, ich verkaufe halt ich verkaufe halt nicht meinen Körper, sondern mein Wissen und so nervt das Töten das ist, aber da fasst mich keiner an. Ich finde, das ist einfach eine viel intimere Sache, viel privatere Sache und ich sag mal, es ist halt auch eine vielleicht irre ich mich da auch, ja, also wahrscheinlich ist es nur eine Ansichtssache, aber für mich persönlich, ich als Frau fände es furchtbar entwürdigend, wenn die ganzen Typen sich wirklich nur auf mein Äußeres, also wenn ich mich auf mein Äußeres reduzieren lassen müsste. Ja, dass der eine oder andere das macht oder dass auch die Gesellschaft das viel zu viel macht, braucht man nicht drüber reden. Aber so insgesamt, wenn dir keine andere Wahl mehr bleibt, als dich vor ein paar Typen hinzustellen, alleine aus dem Grund dafür, dass sie dich objektifizieren können und einfach keinerlei Interesse an der Person. Du bist einfach nur, im Prinzip, du könntest auch eine Puppe sein. Klar, ich könnte für die meisten Leute, wo ich die Computerprobleme löse, könnte ich auch einfach nur eine automatisierte, ich könnte ein Skript sein für die. Aber das ist so unpersönlich. Das ist so ein unpersönliches, für die könnte ich nur ein Skript sein, weil ich bin nur irgendeine E-Mail-Adresse. Ich bin nur die ihnen sagt, hier, ich habe ihr Problem gelöst. Probieren Sie es doch mal bitte aus. Oder eine Stimme am Telefon, die sagt, ja, hallo, hier, bla. Aber diese Personen kommen nicht auf mich zu, die fassen mich nicht an. Die stellen sich nicht vor mich und sagen, dich finde ich jetzt nicht so geil. Nee,
ich will nicht, dass der meine Computer repariert. Das soll der da drüben machen. Der hat die besseren der hat Muckis. Oder der da drüben hat keinen Bierbauch. Ich habe auch keinen Bierbauch. Oder zumindest noch nicht, aber in der Theorie versteht ihr ja sicherlich, was ich meine. Es ist halt, ich finde, es ist einfach noch eine andere Ebene, ob man jetzt sein Wissen, sein Können verkauft, seine Zeit oder wirklich nur seinen Körper, weil, also nur auf der einen Seite, weil es so das ist so das Niedrigste, was jemand verkaufen kann, oder? Von sich, also vor allem für eine Frau. Für eine Frau ist es sehr viel niedriger kann man nicht fallen als Geld. Einfach nur damit verdienen, dass man gut aussieht oder im schlimmsten Fall einfach da ist und nicht Nein sagt. Und das finde ich halt dann... Ich persönlich finde das übel. Wie gesagt, es kann auch sein, dass es Leute gibt, die das ganz anders sehen. Die sagen, ach wieso, was hast du denn? Das ist auch Form, das ist das älteste Gewerbe der Welt und so funktioniert die Welt nun mal. Aber... Boah, ich muss mir überlegen, wenn ich dran denke... Allein bei dem Gedanken, dass ein Typ irgendwie meine Frau begrapschen würde. Oder dass die sich hinstellen müsste und dann irgendwie mit dem Arsch wackeln, damit irgendein Typ sich daran einen aufgeilt. Da wird mir schlecht. Adam. Brown's financial prospects aren't as rosy as we thought. He stands to lose trillions if the Human Restoration Act passes. That doesn't make any sense. Millions of displaced Augs will flock to Rabia. And the city can't support them. Brown's been selling investors a pumped-up dream. The corporate city-state where like-minded individuals govern themselves while investors reap the profits. Kinda goes against the idea of a one-world government. Yeah, and if it fails, so does Brown, the Santo Group, and anyone else standing in the Illuminati's way. So they want to kill a competing dream and get rid of their augmented problem in one fell swoop. I take it Brown's been campaigning against the act? And unlike Rucker, he's got the money and influence to stop it. What about the orchid sample I gave you? Marchenko's smuggling more of it into London. Were you able to analyze it? That's some pretty sick shit, man. Far as we can tell, it targets a specific protein sequence in the body and deletes it. But without that sequence, the immune system goes into overdrive, attacking and rejecting critical organs within minutes. Rucker's death must have been horrible. It was. The way it hit him, it looked like his augmentations were being forced out of his body. Like he was experiencing a ramped-up form of rejection syndrome. The orchid's an Aug killer? How did you survive it? I suspect it's an everyone killer. But something in my DNA must be resistant to it. My body doesn't reject augments, Alex. I've never needed neuropozyne. Maybe that's the key. No neuropozyne dependency? Jesus, how's life at the top, man? Gotta be what, 1 in a billion? Still, don't go testing this theory out. You might not be so lucky next time. Darknet posted pictures of Rucker's corpse. If Brown and all his elegant, fancy potential investors get dosed, and Picus News broadcasts images of them, it's gonna send a message. I'd better warn Miller. You can stay here if you want, till the curfew's lifted. I can take care of myself. But when the task force hits London, keep me in the loop. Not sure what I can do, but... good luck, Adam. And be safe. Miller, it's Jensen. Is McCready still working on that plan for London? Because there's another variable to consider. You can brief him yourself at TF-29's airfield. We're mobilizing. Copy that. How do I get there? Damn curfew's still in effect. So if you can get to Chicane's place, he'll fly you to it. Miller out. Yay! Dann machen wir das doch gleich. The effect of the Aug incident is still being felt 2 years after the fact. Fear, hatred. Wow. Nee. Wenn ich noch ein paar Punkte mehr hätte, könnte ich hier die Icarus aktivieren. Jetzt wird es immer schlimmer am Ende des Games. Stars is the man. He'll set you up. Ja, das war eigentlich eine Sache, die ich fand fast ein bisschen zu wenig im Vorgänger angesprochen worden ist in Human Revolution, weil ja, aufgrund, also darum ging es ja eigentlich im Human Revolution, um die Tatsache, dass Adam völlig immun gegen diese Abstoßungsreaktion ist und seine Freundin Alex Reed
dass eben genau die, so, nochmal so ein Ladebildschirm, aus seinen Zellen, aus seiner DNA eine Möglichkeit gebastelt hat, dass die Leute dieses Neuroporzyn nicht mehr brauchen. Ich habe es geschafft, ich habe Neuroporzyn gesagt, ohne dass mir irgendwas im Hals stecken geblieben ist. Und kurz bevor die das im Prinzip an die Öffentlichkeit gebracht hätten, sind die angegriffen worden. Am Ende sind dann diese Forschungsergebnisse niemals veröffentlicht worden. Einfach weil wahrscheinlich große Unternehmen, die damit viel Kohle verdient haben, das nicht wollten. Die wollten das nicht. Die wollten nicht, dass die Leute keine Abhängigkeit mehr haben. Die wollten nicht, dass die unkontrolliert einfach sagen, okay, ich will einen neuen coolen Arm, baue mir einen neuen coolen Arm hin, Sache erledigt. Sondern die wollten, dass die Leute weiterhin diese Neuroporzyn-Sucht haben, dass sie davon abhängig sind. Und ja, das haben sie bekommen. Das ist eine Sauerei. Und ich bin mir sicher, dass es tatsächlich, ja, es ist ein Spiel und ja, es geht um weltweite Verschwörungen und Illuminati und all sowas. Aber letztendlich ist es so, dass ich kann mir vorstellen, dass sowas passiert. Ich bin mir fast sicher, dass wir mit der Dingens viel weiter werden mit Elektroautos und Elektromobilität oder sparsamen Motoren und alles mögliche, wenn nicht irgendwo die Benzinlobby oder die Erdöllobby zu den Autoherstellern gehen würde und sagen würde, hey, ihr braucht mindestens 6 Liter, weil sonst rentiert es sich für uns vielleicht nicht mehr. Oder es rentiert sich schon, aber unsere Profite gehen dann nicht mehr hoch. Also nicht mehr so krass. Es gibt ja sogar, das ist ja sogar bekannt, in den USA gab es ein riesengroß ausgebautes auf Strom basiertes Nahverkehrssystem. Die hier Versalife, das sind noch die perfekten Drahtzieher für so einen Scheiß. Die profitieren davon, wenn die Leute weiterhin Neuroporzyn brauchen. Und in den USA gab es dieses System, was war das nochmal? Dieses Nahverkehrssystem. Und dieses Nahverkehrssystem hat dann dafür gesorgt, also das ist aufgekauft worden, ich glaube in San Francisco. Das waren so Trams und so Zeug. Das ist alles aufgekauft worden von denen. Und also von der Öllobby. Und die haben sich das Ding dann einfach, die haben dann einfach alles abgeschafft davon, als, ja, ist nicht profitabel. Und haben das durch Busse ersetzt. Weil Busse brauchen Sprit und Reifen. Und das sind 2 Erdölprodukte. Trams brauchen das nicht. Miller's not here yet? He's already left for the main hangars with McCready's team. We're supposed to rendezvous with them there. You ready to go? Natürlich. Nicht abgeschlossene Nebenmissionen werden abgebrochen, wenn sie gehen. Möchten sie jetzt gerne wirklich gehen? Yeah, let's go. Aber ich habe alle erledigt, die ich so gefunden habe. Vielleicht habe ich gar nicht alle erledigt. Ich habe mal nachgeschaut, das ist eine ganz ordentliche Latte, aber ich habe ja auch jetzt nicht mitgestoppt. Das Vorgängerspiel hatte ich ja ich glaube 56 Folgen erledigt. Das ist viel, klar, das ist echt viel. Aber insgesamt geht's. Ich hatte jetzt Befürchtung, dass das bei dem 70 werden. Aber wohl doch nicht. Vielleicht 60. Ich habe sogar befürchtet, es wären 100. I understand that. There are hundreds of lives at risk. I hope you're wrong about this, Jensen. So do I. Fine. Have your men pull back until I can talk to him myself. Miller out. Ich krieg immer noch so ein komisches Change your Screen. plans. Mac, you and your team will rendezvous with our London division. Secure the perimeter until I tell you to come back in. Jensen, you and I are on the roof. Is there a problem? At the top, gentlemen. Approaching the target building now. Ich dachte, jetzt bleibt er Coat, stehen. you're gonna need it. I don't have to tell you what's happening. You know the drill. There are people down there. Radical, augmented people who've been sidelined by this world and who think the only way to stop the oppression is by tearing down everything in their way. Their grievances may be just. Maybe they should be heard, but never on these terms.
The world may be going to shit, but we're here to stand against the chaos. Every one of the guests down there are counting on us to keep them safe. Let's make sure we do. Das war das Hologramm bei dem Dwali-Typen, bei dem Radic. Diese Türme, das war das Hologramm, das ich bei dem eingeschaltet habe. Das war sehr cool. By the way, geile Architektur hier. Doppelhelix und so. Alle mit Sonnenbrillen. Nachts. Mr. Brown. Director Miller, I'm Nathaniel Brown. Thank you for agreeing to handle this discreetly. We didn't exactly have a choice. You threatened to invoke the Corporate Sovereignty Act. I gave your London division a full day to sweep for explosives. They found nothing. It's not just bombs we're concerned with. I've also replaced all the food and beverage, brought in extra guards from Tarvis Security Services, and ordered the men to work with your team when it arrives. Trust me, I'm taking this threat very seriously. Then why not cancel the event? This isn't the first time extremists have threatened to tear down the Safe Harbor Initiative. Pro-AUG supporters think we're profiting from their misery, promoting more failures like Gollum City. While anti-AUG racists can't stand the thought of any augmented person living in peace. Canceling this event will only embolden all of them. Stimmt. Wir lernen, diese Männer sind keine gewöhnlichen Extremisten. Sie haben Taylor's Rocker ermordet und schieben der Augmented Rights Coalition die Schuld zu, falls ihr heutiger Anschlag gelingt. Schimpfen. Sie haben Speisen und Getränke ausgetauscht, zusätzlich Personal engagiert. Was machen wir dann noch hier? Sie haben ja offensichtlich alles unter Kontrolle. Das Problem ist nur, dass die Planer dieses Anschlags klüger sind als sie. Und sie haben an alles gedacht, was sie übersehen. Und wir haben? Nee, und sie haben an alles gedacht, was wir... Okay. So dumm können sie nicht sein. Sie wollen Terroristen eine Lektion erteilen, indem sie die Party stattfinden lassen. You can't be that foolish. You think by going ahead with your party you're going to teach these terrorists a lesson? This initiative is far too important to delay. I didn't become the man I am today by kowtowing to threats, sir. I understand the risk, as do my guests. Right. And I wonder how many of your guests would gladly go home if they knew they were putting their lives in danger by being here tonight. It's Agent Jensen, isn't it? David Seraph told me about you. You might not believe this, Agent, but I'm also trying to save lives tonight. The lives of your people. Several members of the UN Security Council are on my guest list tonight. I plan to convince them just how wrong the act really is. Talos Rucker couldn't stop it from passing. But I can. Bob, yeah. Where are you meeting then? In a secure conference room off the reception hall. Men from your London division have already cleared it. Doesn't matter. I want to see this room myself, and I want Agent Jensen here to coordinate with Tarvos Security, while the rest of my team re-examines the building. Discreetly, of course. The head of our Tarvis division is Liam Slater. He's waiting for your man to join him in the Central Security Office. Verstanden. Go see him, Agent, and keep McCready and me in the loop. Mr. Brown, if you'll show me that conference room. Okay, damit sind wir hier in London angekommen. Ich schätze mal beim letzten Kapitel des Spiels. Und ja, wie das weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Macht es gut, bis dann. Servus.